Woher wissen wir, wann wir wach sind? Als Kind habe ich mich das immer gefragt. Was, wenn das, was wir jetzt gerade erleben, gar nicht echt ist? Und die andere Welt, von der wir nur träumen, die wirkliche Wirklichkeit. Der Film Inception greift dieses Thema auf. Und die Hauptfiguren haben einen Trick, um festzustellen, ob das, was jetzt gerade geschieht, real ist. Ein Kreisel wird gedreht. Und wenn dieser nicht mehr stoppt, dann befindet man sich noch im Traum. Ich wollte dieser Frage, woher man weiß, was Wirklichkeit ist, schon als Kind auf den Grund gehen. Daher sammelte ich fortan all meine Träume, wie andere Leute große Schätze. Ich bewahrte sie sorgfältig auf in diesem Einmachglas, in dem ich eigentlich mein mickriges Taschengeld einsparen sollte. So war dieses Glas für die anderen zwar fast leer, aber für mich war es randgefüllt mit Erinnerungen. In der Schule saß ich oft am Fenster, schaute hinaus und überlegte angestrengt, wovon ich in der letzten Nacht geträumt hatte. Wissen Sie noch, wohin es die letzte Nacht verschlagen hat? Kaum war die Schule aus und ich endlich zu Hause, packte ich meine neueste Erinnerung zu den anderen. Und dort spielte ich mit dem Gedanken und versuchte ihn erneut vor meinem inneren Auge zum Leben zu erwecken. Und war es ein trister Tag mit Regenschauern, an dem man das Haus nicht verlassen wollte. So setzte ich mich erneut an mein Glas und schaute meinen Träumen dabei zu, wie sie sich ineinander verwoben. Und wenn niemand zu Hause war, so nahm ich es, öffnete den Deckel und ließ all die Träume wieder frei. Träume von großen Abenteuern mit feuerspeienden Drachen. Oder vom Fliegen, weit oben in den Wolken. Sodass ich meine Hand nur ausstrecken musste, um die durch die Wolken zu streifen. Das war immer mein Lieblingstraum. Der Traum vom Fliegen. Doch leider wusste ich recht schnell, dass es wirklich nur ein Traum war. Denn echt gar nicht ging. Denn egal wie sehr man sich auch anstrengte, oder wie fleißig man auch sparte, in der Realität kein Mensch nicht einfach so davon schwebt. Die Realität. Also ist die Lösung doch, als erstes die Realität aus den Fugen zu heben. Die Wirklichkeit zu biegen
und zu falten. Und tatsächlich, bald schon wusste ich nicht mehr, ist es nur ein Traum? Oder ist der Traum längst zum Leben erwacht? Ich beschloss, die Realität nicht mehr zu akzeptieren. Nur dann war ich wirklich frei. Frei wie ein Vogel oder ein Schmetterling, der im Wind dahinschwebt. Ich begriff plötzlich, dass alles möglich war. Wenn ich nur wollte, konnte ich meinen Träumen Leben einhauchen. Nur durch meine Vorstellungskraft. Selbst Schweben war nicht mehr unmöglich. Denn unmöglich ist auch nur ein Wort. Und wie ich mich so immer tiefer in meinen Gedanken verlor, riss mich ein lautes Geräusch aus meinem Tagtraum. Ich blickte mich um und begriff, dass ich bloß wieder eingeschlafen war. Und so schaute ich hinab auf meine neueste Erinnerung und freute mich, etwas zu haben, das nur mir allein gehörte. Von der Illusion zur Wirklichkeit fehlt manchmal nur ein Augenschlag oder eben auch ein Flügelschlag.